Guten Tag, Freunde. In dieser Ausgabe können Sie Ihr Sehvermögen und Ihr Wissen testen. Es warten 15 Fragen zu verschiedenen Themen auf Sie. Wenn Sie den Test bestanden haben, zählen Sie die richtigen Antworten und schreiben Sie die Ergebnisse in die Kommentare. Viel Glück! Wo befindet sich der kleinste Knochen im menschlichen Körper? Beim Menschen befindet sich der kleinste und leichteste Knochen im Mittelohr. Er misst weniger als 4 mm und wiegt 2,5 mg. Dieser Knochen wird Steigbügel genannt. Seinen Namen erhielt er wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Steigbügel. Seefahrer, der mit seiner Mannschaft die erste maritime Expedition von Europa nach Indien unternahm. Vasco da Gama war ein portugiesischer Seefahrer aus dem Zeitalter der Entdeckungen. Im Juli 1497 stach die Expedition unter Vasco da Gama mit 4 Schiffen in See. Nachdem sie Afrika von Süden her überquert hatte, erreichte die Expedition am 20. Mai 1498 die Küste der indischen Stadt Calicut. Damit war der Seeweg von Europa nach Indien eröffnet. Paulo Coelho ist einer der berühmtesten Schriftsteller unserer Zeit. In welcher Sprache schreibt er seine Werke? Paulo Coelho wurde in Rio de Janeiro geboren und ist ein Bestseller-Autor von Büchern in portugiesischer Sprache. Welcher Film war der einträglichste Film der Kinogeschichte? Der neueste Teil der berühmten Avengers-Franchise ist der Spitzenreiter an den weltweiten Kinokassen in der Geschichte des Kinos geworden. Der Film, der 2019 in die Kinos kam, spielte mehr als $2 Milliarden ein und übertraf damit sogar Avatar. Wer ist auf der Rückseite einer englischen GBP-10-Note abgebildet? Die 10-Pfund-Banknote der Bank of England, die informell auch als Zehner bezeichnet wird, ist eine Pfund-Sterling-Banknote. Sie ist die zweitgrößte Banknote, die von der Bank of England ausgegeben wird. Die aktuelle Polymerbanknote, die erstmals 2017 ausgegeben wurde, zeigt auf der Vorderseite ein Bild von Königin Elisabeth II. Und auf der Rückseite ein Bild der Autorin Jane Austen. Die letzte Baumwollpapiernote mit einem Porträt des Naturforschers Charles Darwin, die im Jahr 2000 erstmals ausgegeben wurde, wurde am 1. März 2018 aus dem Verkehr gezogen. Wo gibt es einen See, der zur Hälfte mit Salzwasser und zur Hälfte mit Süßwasser gefüllt ist? Balkhash ist ein abflussloser Halbsüßwassersee im Balkhash-Alakulbecken im Südosten Kasachstans, der zweitgrößte nicht-austrockenende Salzsee, nach dem Kaspischen Meer, und der 14. auf der Liste der größten Seen der Welt. Der See wird durch eine schmale Halbinsel in 2 Teile mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften des Wassers geteilt. Im westlichen Teil ist er praktisch frisch und im östlichen Teil salzig. Wo wurde das erste Porzellan hergestellt? Das Heimatland des Porzellans ist China. Die Meister des Himmlischen Reiches haben eine besondere Art von Keramik erfunden, die für ihren nicht anlaufenden Weißgrad und ihre erstaunliche Haltbarkeit berühmt ist. Die leichtesten Produkte bestechen durch Transparenz und Eleganz der Formen. Unter welchem Namen ging Agnes Gonya Boiagiu in die Geschichte ein? Mutter Teresa, mit richtigem Namen Agnes Gonya Boiagiu, war eine katholische Nonne und Gründerin der Kongregation der Schwestern MissionarInnen der Liebe, einer weiblichen Nonnenkongregation, die sich dem Dienst an den Armen und Kranken widmet. Trägerin des Friedensnobelpreises 1979.
Sie wurde 2003 von der katholischen Kirche selig gesprochen und am 4. September 2016 heilig gesprochen. In welcher Sportart wird der Stanley Cup verliehen? Der Stanley Cup ist eine Eishockey-Trophäe, die jährlich an den Sieger der Playoffs der National Hockey League verliehen wird. Die Trophäe hieß ursprünglich Hockey Challenge Cup. Der Pokal ist eine fast 90 cm hohe Silbervase mit einem massiven zylindrischen Sockel. Die Namen der Gewinner sind auf dem Pokal eingraviert. Als 1991 auf den Pokalreifen kein Platz mehr für die Namen war, wurden sie entfernt und in der Ruhmeshalle durch leere Bänder ersetzt. Alle alten Bänder befinden sich in der Halle, mit einer Ausnahme. Es fehlt ein Band mit den Namen der Bostoner Spieler aus der Saison 1928 und 1929. Welche beiden Länder sind durch den Frejus-Tunnel verbunden? Der Moncenis-Tunnel, auch bekannt als Frejus-Tunnel, ist der erste Eisenbahntunnel durch die Alpen, der Italien und Frankreich verbindet. Er führt unter dem Moncenis-Gebirge in der Nähe des Frejus-Passes hindurch. Auf italienischer Seite befindet sich am Eingang des Tunnels die Stadt Bardonecchia, auf französischer Seite die Gemeinde Modane. Der Tunnel ist 13 Kilometer lang. Was können Häftlinge in Brasilien tun, um ihre Strafe zu verringern? Die brasilianischen Behörden bieten Gefängnisinsassen eine ungewöhnliche, aber einfache Möglichkeit, ihre Strafe zu verkürzen, durch das Lesen von Büchern. In 4 brasilianischen Bundesgefängnissen läuft ein Programm mit dem Namen Erlösung durch Lesen, bei dem die Häftlinge die Möglichkeit haben, bis zu 12 wissenschaftliche, philosophische und literarische Bücher pro Jahr zu lesen und dadurch ihre Strafe um 48 Tage zu verkürzen. Die Gefangenen haben bis zu 4 Wochen Zeit, jedes Buch zu lesen, und müssen anschließend einen gut formatierten und lesbaren Aufsatz darüber schreiben. Welcher Preis wird in Paris an den Modedesigner verliehen, der die originellste Couture-Kollektion entworfen hat? Der Goldene Fingerhut ist eine Auszeichnung, die in Paris für die originellste und eleganteste Kollektion der Saison verliehen wird. Die Couture-Schauen in Paris finden zweimal im Jahr während der Haute Couture-Woche statt, wo die Frühjahr-, Sommer- oder Herbst-Winter-Kollektionen gezeigt werden. Bei dieser Gelegenheit wird der Goldene Fingerhut verliehen. Der beste Modeschöpfer wird in geheimer Abstimmung von einer internationalen Jury aus 30 Journalisten von Modemagazinen gewählt. Der erste Goldene Fingerhut wurde 1976 verliehen. Nach einer groben Schätzung gibt es nicht viele goldene Fingerhüte, etwa 67 Stück. Wo befand sich das Gefängnis Alcatraz? Alcatraz ist ein ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis auf Alcatraz Island in der Bucht von San Francisco. Das Hauptgebäude des Gefängnisses wurde zwischen 1910 und 1912 als Militärgefängnis für die Armee der Vereinigten Staaten gebaut. Im August 1934 wurde die Insel zu einem Gefängnis des Federal Bureau of Prisons, nachdem die Gebäude modernisiert und die Sicherheitsvorkehrungen verbessert worden waren. Angesichts dieses hohen Sicherheitsniveaus, der Lage der Insel in kalten Gewässern und der starken Strömungen in der Bucht von San Francisco hielten die Gefängnisbeamten Alcatraz für das sicherste ausbruchssichere Gefängnis der USA. Heute ist Alcatraz ein öffentliches Museum und eine der wichtigsten Touristenattraktionen San Franciscos, die jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Besucher anzieht. Das ehemalige Gefängnis, das heute vom US National Park Service betrieben wird, restauriert und instand gehalten.